So, eigentlich wollte ich euch gerne mit rausnehmen. Dann hat es angefangen zu regnen und jetzt scheint wieder die Sonne. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem nach drin. Hier ist es mir zu windig. So, es geht nämlich auch um den Bus hier. Letztes Jahr habe ich angefangen, den auszubauen. Da gibt es auch ein paar Videos zu. Die findet ihr hier oben. Und ja, ich glaube, jetzt gibt es erstmal einen kleinen Rückblick. Vor ein paar Jahren bin ich ziemlich krank geworden. Und ich habe damals noch als Tätowiererin gearbeitet im Studio. Und das hat mein Leben schlagartig ziemlich verändert. Und mich auch später dann dazu gebracht, mein Auto gegen einen Lieferwagen zu tauschen. Ja, und den wollte ich dann eben zu einem mobilen Zuhause umbauen. Sofort ging es dann los mit Ausräumen, Dämmen, Fenster einbauen, was habe ich alles gemacht. Und kurze Zeit darauf bin ich dann wieder umgezogen und dann stand auch schon der Winter vor der Tür. Ehrlich gesagt hatte ich dann ziemlich wenig Motivation, weil es echt kalt war. Ich hatte keine Halle oder keinen überdachten Platz oder sowas und habe einfach ein bisschen langsamer gemacht mit dem Umbau. Aber was in der Zeit passiert ist, seht ihr jetzt in diesem Video. Ich habe hier LEDs bestellt. Dafür werde ich jetzt ein paar Löcher sägen. Passt. Erstmal geht's ans Streichen. Über der Fahrerkabine ist bei diesem Crafter ungenutzter Platz. Damit ich hinten weniger Schränke brauche, entsteht dort ein Staufach. Kleine Sitzbank wird einfach aus Latten gebaut, genauso wie die Unterkonstruktion für den Tisch. Ich mag das Gefühl von Holzauszügen, deshalb habe ich mich dazu entschieden, keine Schwerlastschienen zu benutzen. Das restliche Filz von der Wandverkleidung kommt auf die Radkästen. Die sind übrigens mit Alubutyl und Amaflex gedämmt und das reduziert die Geräusche, wenn man auf steinigen, matschigen oder nassen Wegen fährt, enorm. An anderen Stellen wird das Filz dann wieder zerstört, damit es endlich mit der Elektrik losgehen kann. Es ist wirklich wichtig, sich am Anfang Gedanken zu machen, wo man Steckdosen haben möchte oder für sonst irgendwas Strom braucht. An Steckdosen sollte man auch nicht sparen, lieber eine zu viel als eine zu wenig. Dann werden die Fronten aus Multiplex oder Sperrholz ausgesägt, etwas abgeschliffen und lackiert. Damit der Tisch nicht zu schwer ist, benutze ich eine relativ dünne Platte, die ein Standbein bekommt, damit er stabil steht, egal wie weit er ausgezogen ist. Das ist wichtig, weil er auch als Bettvergrößerung dient. Die Bank bekommt auch ein bisschen Farbe und dann geht's endlich an die Küche. Mir ist es wichtig, genug Platz zu haben, deshalb wurde die Sitzbank dann doch etwas kleiner, genauso wie der Hochschrank, damit es mehr Arbeitsfläche gibt. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, günstig Fertigküchenschränke im Baumarkt zu kaufen und die anzupassen. Mittlerweile sieht der Innenraum schon fast wohnlich aus. Ich habe eine 230 Ampere-Stunden AGM-Batterie verbaut, die im Moment mit einem Trennrelais über die Lichtmaschine beim Fahren geladen wird und alle 12 Volt Verbraucher versorgt. Wie auch die Wasserpumpe. Hier unten ist ein 80 Liter Wassertank verbaut und der Abfluss geht durch den Boden nach draußen. Den Schlauch habe ich nach hinten verlegt, damit man einfach einen Eimer drunter stellen kann, wenn man das Abwasser gerade nicht an den Boden laufen lassen kann. Irgendwie ist doch ganz schön viel passiert über den Winter, auch wenn es mir nicht so vorkam. Und der Bus wird, denke ich mal, bald fertig sein. Dann werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein Video machen von dem kompletten Umbau.
wenn es in der Zwischenzeit hier kein neues Video gibt, ich habe noch einen zweiten Kanal, auf dem gibt es englische Videos mit deutschen Untertiteln. Und ja, ich freue mich jetzt einfach auf den Sommer und auf neue Projekte mit wärmeren Temperaturen. Ja, und natürlich auch mal wieder ein bisschen unterwegs zu sein mit dem Bus. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die Zukunft mir bringt. Ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich gar keinen Plan habe, in welche Richtung es geht. Aber ich glaube, genau aus diesen Momenten passieren die coolsten Dinge, wenn man einfach offen dafür ist und keine Angst hat vor der Zukunft. Also Leute, haut rein.